Woher kommt der Wind? Hallo, ich bin Marco von Marcos Erklärvideos und ich erkläre es dir. Wenn dir das Video gefällt, dann abonniere doch meinen Kanal, denn jeden Sonnabend kommt ein neues Video. Der Herbst ist nun fast zu Ende und vielleicht hast du diese stürmische Jahreszeit auch genutzt, um einen Drachen steigen zu lassen. Aber wie entsteht Wind eigentlich? Wind entsteht, wenn Luftmassen in Bewegung geraten. Wenn du zum Beispiel deine Hand schnell bewegst, merkst du einen Luftzug. Luft gerät jedoch auch durch unterschiedliche Temperaturen in Bewegung. Unsere Sonne erwärmt Gebiete an Land deutlich schneller als Meere und Ozeane. Da Luft, umso wärmer sie ist, immer mehr nach oben steigt, strömen die kühleren Luftmassen nach. So entsteht eine Luftzirkulation. Die Luft gerät in Bewegung, es entsteht Wind. Die wärmeren Luftmassen kühlen sich in den oberen Luftschichten wieder nach und nach ab und sinken wieder tiefer. Wo warme Luft aufsteigt, entsteht ein Tiefdruckgebiet und wo kalte Luft absinkt ein Hochdruckgebiet. Diese Begriffe hast du sicher schon einmal im Wetterbericht gehört. In Hochdruckgebieten ist das Wetter in der Regel schöner und wärmer als in einem Tiefdruckgebiet. Hoch- und Tiefdruckgebiete bekommen Namen. Bis ins Jahr 1997 hatten alle Tiefs grundsätzlich weibliche Vornamen und alle Hochs männliche. Das war ziemlich unfair. Deshalb wird seit 1998 rotiert. In geraden Jahren erhalten Tiefdruckgebiete nun weibliche Vornamen, Hochdruckgebiete werden männliche Namen zugeordnet. In ungeraden Jahren ist es genau umgekehrt. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like. Bis zum nächsten Mal.